Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben heute ein echt wahnsinnig spannendes Thema für euch. Wir haben nämlich für unsere heutige Ausgabe verschiedene Quellen untersucht. Genau. Studien zur Stadtplanung, Artikel über Psychologie und Gesundheit. Mhm. Und wir haben da etwas sehr Interessantes gelernt. Stell dir mal vor, du lebst in einer Stadt, die dich heimlich krank macht. Oh wow, das klingt heftig. Ja, total. Und zwar nicht durch schlechtes Wasser oder so, sondern also einfach durch ihr Design. Ah, okay. Durch die Art, wie Straßen gebaut sind, wie laut es ist. Es geht um die Architektur unseres Alltags. Und warum wir unseren Stress oft völlig falsch bekämpfen. Ein super faszinierendes Thema. Man denkt ja immer, Stress ist so ein rein persönliches Problem, oder? Richtig, ja. Aber die Quellen zeigen ganz klar, unsere Umgebung formt unsere Psychologie enorm. Absolut. Und genau darüber sprechen wir heute. Heute ist nämlich Tag 198. Wow, schon Tag 198? Ja, Wahnsinn. Und das große Thema heute lautet Lebensqualität. Wir haben 15 wichtige Wörter für den Alltag für euch vorbereitet. Super wichtiges Thema. Aber bevor wir da tief in diese psychologische Architektur eintauchen, haben wir erst noch ein wichtiges Werkzeug für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Genau. Und noch ein kleiner Tipp. Bleibt bis zum Ende. Dort hört ihr unsere Mini-Story. Da fassen wir dann alles nochmal in einer kleinen Geschichte zusammen. Richtig. Also, lass uns direkt starten. Was macht eine Stadt überhaupt gut? Tja, das ist eine große Frage. Unsere Quellen vergleichen das gern mit dem Bau eines Hauses. Man braucht zuerst ein starkes Fundament. Ohne das fällt alles zusammen. Und dieses Fundament, das nennen wir die Infrastruktur. Ah, okay. Auf Englisch übersetzt man das mit Infrastructure. Die Infrastruktur. Also, was gehört da alles dazu? Das sind staatliche Einrichtungen, Straßen, Krankenhäuser, das Stromnetz oder auch das Internet. Ja, logisch. Aber warum beeinflusst das meine Gefühle? Naja, stell dir vor, du stehst jeden Morgen im Stau oder die Bahn kommt einfach nicht. Oh ja, das hasse ich. Siehst du? Da produziert dein Körper sofort das Stresshormon Cortisol. Eine schlechte Infrastruktur stiehlt uns unsere Zeit. Und Zeit ist extrem wichtig. Genau. Aber Moment, da muss ich kurz einhaken. Wenn eine Stadt jetzt perfekte, riesige Straßen hat, dann macht mich das doch nicht automatisch glücklich, oder? Nee, absolut nicht. Eine leere, graue Autobahn funktioniert super, aber die ist doch furchtbar für die Seele. Sehr guter Punkt. Die Infrastruktur ist quasi nur die Technik. Was wir wirklich spüren, das ist das Umfeld. Das Umfeld. Auf Englisch sagt man dazu Environment. Das Umfeld, Ja. das ist der Mikrokosmos direkt um uns herum. Also Natur und so? Ja, die Bäume vor deinem Fenster, deine Nachbarn, einfach die Atmosphäre in deinem Viertel. Das merke ich an mir selbst total. Wenn mein Wohnumfeld grün ist, also wenn ich Vögel höre, dann entspannt sich mein Gehirn sofort. Wir sind eben Menschen, wir brauchen Natur. Ein positives Umfeld bringt echte Zufriedenheit. Es gibt uns so ein Gefühl von Sicherheit, oder? Absolut. Und wenn wir beides haben, also Technik und Natur, Infrastruktur und Umfeld, dann wird ein Ort lebenswert. Lebenswert, ein schönes Wort. Auf Englisch heißt das livable oder auch worth living. Okay, also lebenswert bedeutet, dass ein Ort so gut gemacht ist, dass man da einfach gern lebt. Genau. Wenn es viele Parks gibt, dann macht das auch eine laute Großstadt lebenswert. Wir kennen das ja aus diesen europäischen Städten, wo man schön draußen sitzt und Kaffee trinkt. Ja, wo man den Menschen den Raum zurückgibt. Okay, lass uns das zusammenfassen. Gern. Wenn Infrastruktur und Umfeld stimmen und der Ort lebenswert ist, dann haben wir das, was wir Lebensqualität nennen. Richtig. Unser nächstes Wort.
Auf Englisch Quality of Life, die Lebensqualität. Das ist quasi das große Ziel hinter der ganzen Stadtplanung. Genau, wie glücklich und sicher wir unseren Alltag empfinden. Aber, und das betonen unsere Quellen sehr deutlich, die schönste Stadt und die beste Lebensqualität bringen dir gar nichts, wenn dein eigener Körper nicht mitspielt. Ah, das macht Sinn. Gesundheit ist echt die absolute Basis. Genau. Wir Menschen haben biologische Dinge, die wir ganz dringend brauchen. Und das nennen wir das Bedürfnis. Das Bedürfnis, auf Englisch Need oder Requirement. Richtig. Ein Bedürfnis ist kein Luxuswunsch wie ein neues Smartphone. Es ist ein echter Mangel, den wir füllen müssen. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Schlaf. Exakt. Schlaf, gesundes Essen, Ruhe, auch soziale Kontakte. Stadtplaner müssen die Bedürfnisse der Menschen einplanen. Aber genau da sehe ich unser modernes Problem. Wie meinst du das? Naja, wir ignorieren diese Bedürfnisse doch permanent, oder? Wir arbeiten bis nachts, wir essen schnell am Schreibtisch, wir funktionieren halt einfach. Ja, das ist leider wahr. Und irgendwann bricht der Körper dann zusammen. Um genau das zu verhindern, brauchen wir die Vorsorge. Die Vorsorge. Auf Englisch Precaution oder eben Healthcare Prevention. Genau. Vorsorge heißt, man handelt vernünftig, bevor das Problem überhaupt da ist. Wie beim Auto. Man bringt es in die Werkstatt, bevor der Motor brennt. Ein sehr guter Vergleich, ja? Medizinische Vorsorge ist extrem wichtig für ein langes Leben. Und Vorsorge ist ja nicht nur der Arztbesuch. Das passiert jeden Tag beim Essen. Stimmt, unsere Ernährung sollte immer ausgewogen sein. Ausgewogen. Auf Englisch balanced. Wenn etwas ausgewogen ist, dann ist es im Gleichgewicht. Nichts ist zu extrem. Ich stelle mir da immer eine Waage vor. Wenn man nur arbeitet und gar nicht schläft, fällt die Waage um. Richtig, eine ausgewogene Ernährung schützt uns vor Krankheiten, ein ausgewogener Tag schützt vor Burnout. Okay, aber hier wird es wirklich interessant. Schieß los. Wir wissen das doch alle. Wir wissen, dass wir ausgewogen leben sollen. Warum sind wir dann trotzdem so oft gestresst? Weil unser Alltag einfach wahnsinnig hektisch ist. Hektisch. Das ist unser nächstes Wort. Auf Englisch Hektik. Hektisch beschreibt einen unruhigen, nervösen Zustand. Das Telefon klingelt, 10 E-Mails kommen rein, der Verkehr ist laut. Ja, das kenne ich. Man sucht nach 10 Jahren im hektischen Berlin dann doch oft die Ruhe auf dem Land. Genau. Wenn alles hektisch ist, denkt das Gehirn, wir sind in Gefahr. Purer Stress. Aber was ist die Lösung? Ich kann ja nicht einfach jeden Tag Urlaub machen. Nee, das geht natürlich nicht. Was wir brauchen, ist eine echte Reduzierung von diesem Druck. Wir brauchen die Entlastung. Die Entlastung. Auf Englisch Relief. Das Wort klingt schon so entspannend. Entlastung. Die Last wegnehmen. Richtig. Flexible Arbeitszeiten bringen zum Beispiel eine enorme Entlastung für Familien. Oh ja, total. Wenn man morgens nicht hetzen muss. Aber hier warnen die Experten vor einer psychologischen Falle. Einer Falle. Ja, wenn die Menschen im Alltag keine echte Entlastung haben, versuchen sie das irgendwie auszugleichen. Sie versuchen, den Stress zu kompensieren. Ah, kompensieren. Auf Englisch to compensate oder counterbalance. Und die Perfektform ist hat kompensiert. Ganz genau. Er hat seinen Stress kompensiert. Das sehe ich im Alltag total oft. Man hat eine furchtbare, hektische Woche im Büro. Und dann kauft man sich am Wochenende extrem teure Kleidung, um sich besser zu fühlen. Richtig. Viele denken, Geld löst das Problem. Aber ein hohes Gehalt kann Schlafmangel nicht kompensieren. Das ist wahr. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das unterstützt uns sehr. Also, zurück zum Thema. Wir können Probleme nicht einfach mit Geld kompensieren. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir müssen wohl selbst aktiv werden. Definitiv. Wir müssen unserem Leben eine Struktur geben. Wir müssen es gestalten. Gestalten. Auf Englisch to design oder shape. Imperfekt. Hat gestaltet. Sie hat ihr Leben neu gestaltet. Das ist ein sehr aktives Wort. Es heißt, wir haben die Macht, Dinge zu verändern. Wir sind nicht nur Opfer vom Stress. Wir müssen zum Beispiel die Arbeitswelt familienfreundlich gestalten. Genauso ist es. Oder wenn mein Morgen immer hektisch ist, dann lege ich das Handy weg und stehe früher auf. Und wenn wir so anfangen, unseren Tag zu gestalten, dann verbessern wir unsere Abläufe. Wir beginnen, den Alltag zu optimieren. Optimieren. Auf Englisch to optimize. Perfektform hat optimiert.
Er hat seinen Tag optimiert. Das heißt, man macht die Dinge cleverer. Ja, durch gutes Zeitmanagement lässt sich der Alltag wirklich optimieren. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Okay. Wenn wir ständig alles optimieren, ist das nicht auch extrem anstrengend? Sind wir dann nicht wie kleine Roboter? Ah, verstehe. Ja, das ist eine Gefahr. Wenn wir optimieren, nur um noch mehr arbeiten zu können, dann ist das sicher falsch. Wir sollten optimieren, um unser Glück zu vergrößern. Wir wollen unsere Zufriedenheit steigern. Steigern. Sehr gutes Wort. Auf Englisch to increase. Perfekt. Hat gesteigert. Sie hat ihre Zufriedenheit gesteigert. Wir wollen den Wert erhöhen. Sport und Kultur steigern zum Beispiel die Attraktivität einer Stadt total. Richtig. Es geht immer um die Frage, was ist unser Ziel? Was wollen wir im Leben mit unserem Willen erreichen? Wir müssen etwas anstreben. Anstreben. Auf Englisch to strive for oder aim at. Perfekt. Hat angestrebt. Er hat dieses Ziel angestrebt. Junge Fachkräfte streben heute oft eine bessere Balance zwischen Job und Freizeit an. Die wollen nicht nur arbeiten. Genau. Aber das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Ja. Brauchen wir eigentlich viel Geld für diese ganze Lebensqualität? Muss alles teuer sein? Überhaupt nicht. Das ist ein riesiger Irrtum. Und das bringt uns zu unserem 15. Wort, luxuriös. Luxuriös. Auf Englisch luxurious. Luxuriös bedeutet, etwas ist extrem teuer und weit über dem normalen Standard. Eine goldene Uhr ist luxuriös. Genau. Aber für eine hohe Lebensqualität ist eine luxuriöse Wohnung überhaupt nicht notwendig. Wahrer Luxus ist oft einfach Zeit. Und Gesundheit. Besser kann man es nicht sagen. Super. Dann kommen wir jetzt zu unserer Mini-Story, wie wir es am Anfang versprochen haben. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Hört gut zu, wie wir alle 15 Wörter in einer Geschichte verwenden. Also, Thomas arbeitet in einer wirklich hektischen Stadt. Jeden Tag Lärm und Stress. Seine ganz normalen Bedürfnisse nach Schlaf ignoriert er völlig. Auch seine gesundheitliche Vorsorge beim Arzt verpasst er immer wieder. Ja, und um das auszuhalten, versucht er den ganzen Stress mit luxuriösen Urlauben zu kompensieren. Er hat das lange so kompensiert, aber seine Lebensqualität sinkt trotzdem extrem. Eines Tages reicht es ihm. Er beschließt, seinen Alltag komplett zu optimieren. Er hat seine Abläufe auf der Arbeit optimiert und seine Freizeit völlig neu gestaltet. Er hat seinen Tag wirklich gesünder gestaltet. Er fordert bei seinem Chef endlich echte Entlastung. Und er zieht sogar um in ein viel grüneres Umfeld. Und dieser neue Wohnort hat eine tolle Infrastruktur mit einer direkten Bahnlinie in die Stadt. Das macht den Ort für Thomas unglaublich lebenswert. Durch diese ganzen Veränderungen konnte er seine Zufriedenheit enorm steigern. Er hat seine Energie wieder gesteigert. Genau. Jetzt ist Thomas wieder richtig ausgewogen. Und er hat endlich genau das Leben erreicht, das er all die Jahre immer angestrebt hat. Er hat dieses friedliche Leben erfolgreich angestrebt. Eine tolle Geschichte. So kann das im echten Leben funktionieren. Absolut. Und bevor wir Schluss machen, haben wir jetzt noch ein paar sehr wichtige Informationen für euch, unsere Zuschauer. Genau. Hört gut zu. Unsere aktuelle B1-Reihe läuft bis Tag 200. Das heißt, es bleiben nur noch 2 Folgen bis zum Abschluss dieses Niveaus. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Danach machen wir eine Pause von 4 Wochen. Und in dieser Zeit könnt ihr die bisherigen Folgen wiederholen, die Wörter festigen und eure Aussprache weiter trainieren. Nutzt dafür am besten die Shadowing-Methode von vorhin. Anschließend starten wir dann mit unserer neuen B2-Reihe. Aber dafür brauchen wir euch. Richtig. Bitte schreibt eure Wünsche für B2 in die Kommentare. Welche Themen interessieren euch besonders? Welche Grammatikthemen bereiten euch noch Schwierigkeiten? Welche Alltagssituationen sollen wir behandeln? Welche Anforderungen habt ihr an die B2-Reihe? Wir lesen eure Kommentare und versuchen, eure Wünsche und Anforderungen bei der Planung unserer B2-Reihe möglichst gut zu berücksichtigen. Wir machen den Podcast ja schließlich für euch. Genau. Und als Hausaufgabe für heute, schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. So lernt ihr am besten. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Konfliktmanagement. ein sehr spannendes Thema. Denn Stress gibt es überall mal. Absolut. Und bevor wir uns verabschieden, habe ich noch einen kleinen Gedanken für euch. Wir haben heute viel über das Gestalten und Optimieren gesprochen, um den Alltag leichter zu machen. Aber vielleicht müssen wir aufpassen. Wenn wir wirklich alles perfekt optimieren und jeden Widerstand entfernen, fehlt uns dann am Ende nicht genau die Reibung, die wir brauchen, um mental stark zu bleiben? Oh, das ist ein interessanter Punkt. Zu viel Komfort ist vielleicht auch nicht gut. Genau.
Etwas zum Nachdenken für den nächsten Spaziergang. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.